Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Ich habe mir jetzt eine Sendung angeschaut. Ich denke, ihr wisst, welche ich meine. Da wurden Franzbrötchen gemacht und es war mir viel zu viel Schnickschnack und viel zu kompliziert. Es geht auch viel einfacher und die sind auch super lecker geworden. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Franzbrötchen, also der gleiche Teig, aber verschieden geschnitten. Zeige ich euch später im Video, wie ich das gemeint habe. Wie ihr seht, sind die auch super fluffig und richtig schön weich und die sind wirklich richtig lecker. Mein Kaffee ist gerettet. Kommen wir gleich direkt zu den Zutaten. Vergesst bitte vorher nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Ihr benötigt Mehl, Zucker, Salz, Trockenhefe, lauwarme Milch und Butter. Die Butter bitte einen Abend vorher rausnehmen, denn die muss zimmerwarm sein. Die genauen Mengenangaben wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Ihr braucht einfach nur alle Zutaten in eine Rührschüssel zu geben, bis auf die Butter, und das Ganze wird erstmal ca. 1-2 Minuten geknetet. Erst wenn der Teig ein wenig gebunden ist, gebe ich dann die weiche Butter hinzu. Das Ganze muss jetzt ca. 10 Minuten geknetet werden. Erst auf langsamer Stufe und dann auf hoher Stufe. Bis ihr einen schönen, geschmeidigen Teig habt, der nicht mehr klebt. Wer keine Küchenmaschine hat und das mit der Hand gerne kneten möchte, der muss natürlich dementsprechend länger kneten, bis zu 15 Minuten. Es muss natürlich ein schöner, geschmeidiger, weicher Teig sein, wie ihr seht, der nicht mehr klebt. Der wird jetzt zugedeckt, 1 Stunde ruhen gelassen, bis er auf die doppelte Größe aufgegangen ist. Nach 1 Stunde ist mein Teig gut aufgegangen. Jetzt nehme ich den Teig erstmal raus, bemehle die Arbeitsfläche mit etwas Mehl und darauf wird er jetzt ausgerollt. Aus der Menge von diesem Teig kriegt ihr übrigens 16 Stück raus. Wer weniger haben möchte, halbiert einfach die Mengenangaben. Den Teig habe ich jetzt auf 45 x 55 cm ausgerollt, habe ich extra nochmal für euch nachgemessen. Dann nehme ich 100 Gramm weiche Butter, die muss wie gesagt weich sein, nicht flüssig, sonst quillt euch das alles wieder raus. Und das verstreiche ich jetzt auf den kompletten Teig. Übrigens finde ich solche einfachen Rezepte immer am besten, die schmecken genauso gut. Und wenn man Lust zum Nachmittagskaffee auf ein Stück Gebäck hat, dann muss man nicht unbedingt vorher in der Küche stundenlang stehen. Ich habe diese Sendung wie gesagt gesehen und die haben sich abgerackert. Und diese Franzbrötchen, die haben da Butter eingefalten, das war mir viel zu viel. Deshalb dieses schnelle, leckere Rezept. Als nächsten Schritt habe ich hier 80 Gramm Zucker mit 2 Teelöffel Zimt. Ihr könnt natürlich auch 3 nehmen, falls ihr Zimt liebt. Das Ganze einfach einmal kurz durchrühren und das kommt dann über die Butter auf den Teig. Auch eine gute Idee wäre, muss ich mal beim nächsten Mal ausprobieren, ist, wenn ihr noch ein paar Schokochunks drüber macht. Dann habt ihr ein zimtiges, schokoladiges Franzbrötchen. Das wäre doch auch mal was. Wie findet ihr die Idee? Schreibt mir das mal gerne unten in den Kommentaren und probiert es mal aus. Das Ganze wird dann schön fest eingerollt, nicht zu locker. Von oben nach unten und dann schließt ihr mit der Naht nach unten ab. Der Teig ist so schön geschmeidig und der klebt auch nicht. Dann lässt er sich super einfach aufrollen. Jetzt wird die Teigrolle in 16 gleichmäßige Stücke geschnitten.
Ihr braucht auch jetzt auch keinen Zollstock nehmen. Ihr nehmt einfach von der Hälfte die Hälfte und nochmal dann von der Hälfte wieder die Hälfte, immer so weiter. Mit der anderen Hälfte zeige ich euch jetzt mal einen anderen Schnitt, und zwar, ihr müsst einfach trapezförmig die Einschnitte machen. Also immer rechts, links das Messer halten, ich hoffe, ihr könnt das hier gut erkennen. Und dann zum Schluss fällt die Schnecke, sage ich jetzt mal, ganz anders beim Backen. Die trapezförmigen nehme ich jetzt mal eine heraus und dann wird die mit einem Kochlöffel oben an der Spitze eingedrückt. Wenn ihr die trapezförmigen Schnecken eindrückt mit dem Kochlöffel, dann geht rechts und links, die Seiten gehen dann automatisch mit nach oben. Ich hoffe, hier konnte man das sehr gut erkennen. Und die kommen dann auf ein Backblech mit Backpapier mit etwas Abstand, da sie nochmal aufgehen müssen. Jetzt nehme ich mal eine mit dem geraden Schnitt. Dazu wird ganz einfach oben in der Mitte von der Schnecke mit dem Kochlöffel ebenfalls in der Mitte eingedrückt. Wie ihr seht, geht das nicht wie bei dem trapezförmigen nach oben. Das ist dann halt auch beim Backen, wird das auch nicht nach oben wandern, sondern nach außen hin. Die kommen, wie gesagt, alle auf ein Backblech mit Backpapier, mit Abstand natürlich, da sie jetzt nochmal ca. 30 Minuten aufgehen müssen. In der Zwischenzeit könnt ihr ja den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Die fertigen Teiglinge natürlich mit einem Tuch abdecken. Nach 30 Minuten Aufgehzeit wandern die leckeren Franzbrötchen jetzt für ca. 15 bis 20 Minuten in den Backofen. So, meine haben jetzt genau 20 Minuten gebraucht. Jeder Backofen ist natürlich anders, achtet bitte darauf. Die müssen einfach schön goldgelb braun gebacken sein. Dieses hier ist jetzt, was ich gerade geschnitten habe, und dieses hier ist, was ich trapezförmig geschnitten habe. Wie ihr sie am Endeffekt schneidet, ist euch überlassen. Das Wichtigste ist halt nur, sie sollen schmecken, und das tun sie auch. Die sind richtig schön lecker, saftig und fluffig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye!